Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Gesprächs. Im ersten Teil haben wir mehr über Alchemie gesprochen. Im zweiten wollen wir uns jetzt noch dem neuen deutschen Design zuwenden. Und ich würde gleich mit der Frage anfangen, um das beides auch zu verbinden. Wie hat deiner Meinung nach Alchemie das neue deutsche Design beeinflusst? Oder gab es einen Einfluss oder hat sich das wirklich völlig unabhängig voneinander entwickelt? Naja, das war schon also ohne das ist das überhaupt nicht zu denken im Grunde genommen. Also gerade was da in Italien passierte, Alchemia, Memphis, das war ja im Grunde genommen sozusagen der Auslöser für die gesamte Designentwicklung, die dann Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre anfing, dass man also überhaupt das Design als Disziplin äh, entdeckte, die für jemanden, der also auf der anderen Seite mit Popkultur und so weiter zu tun hatte, im angewandten Bereich eine Relevanz hatte. Das war ja vorher eher so eine tröge Abteilung, äh, Büro und Zeichentisch und Reißschiene und so weiter und ganz streng und Design ist messbar und so weiter. Und plötzlich kam dann ähnlich wie in der Musik kam dann sowas wie Emotion. Also das waren ja Begriffe, emotional oder Gefühle, Gefühlscollagen und so weiter. Das waren ja völlig Begriffe, die in dem Bereich, im Designbereich, eigentlich völlig tabu waren. Also es wurde ja auch immer Design mehr oder weniger klar als Industrial Design definiert. Das Möbeldesign, das schwang so ein bisschen mit. Das hatte, also auch in Deutschland oder gerade auch, Innenarchitektur, das hatte partiell nicht so einen großen Stellenwert in der Architektur in Deutschland der Nachkriegszeit. Also, ich weiß das von meinem Vater, dass dann irgendwie Innenarchitekten die wurden nicht ernst genommen. Also, das war dann so, das waren Dekorateure oder so, das waren irgendwelche, es gab ja dann diese Geschäfte noch, Vorhänge und so weiter, und das waren dann auch gleichzeitig Inneneinrichter. Das hatte aber lang nicht diese, Akzeptanz wie der klassische Hochbauarchitekt, der jetzt wirklich mit Stein und neu, und die guten Architekten haben das ja auch alle mitgemacht. Die haben dann auch gesagt: „Hier, da ist der Bodenbelag. Eiermann, wir machen das polygonal oder Schneider-Esleben oder so." Die Häuser waren ja auch von innen nach außen komplett durchkomponiert. Also, die haben sich das auch, verbeten, dass da irgendeiner hinterherkommt und dann sozusagen mit einer Gardine, ihr ganzes Werk, verschandelt im wahrsten Sinne des Wortes. Und, dann kam aber eben durch durch diesen Einfluss rückte plötzlich das Thema Möbeldesign wieder. Und also man sah plötzlich, okay, das ist ja ein Medium, was im Grunde genommen so, ja, am Rande so ein bisschen, gut, es gab natürlich auch immer in der DDR und überall gab es natürlich diese seriösen Teakholzmöbelchen und so weiter, aber das war jetzt nichts, wo man gesagt hat, gab die Möbelmesse, aber das waren reine Verkaufsmessen. Also, es war Messe, das war jetzt keine Disziplin, die man als solche ähnlich wie Popmusik oder Kunst, betrachtet hätte. Und das war wirklich, was Neues. Und es gab dann mal irgendwann gab es dann mal eine Umfrage unter Jugendlichen, was ist Ihr Traumberuf? Design, ne? Designer. Und die dachten nicht an Rasierapparate oder an, Stereoanlagen oder sonst was. Die dachten wirklich an RTL, an Mobile. Da gab's mal so eine, hatten wir ja dann auch in der Designbilanz, haben wir das so, in der Frankfurter Allgemeine war ja in and out so Listen, so in Möbeldesign, also so, ne? Also, das war plötzlich, aber das wäre der ohne die Italiener wäre das völlig undenkbar gewesen, eben weil die Identifikation, Emotion, Erzählung, Symbolik, alles was dann, das waren ja alles Begriffe, die im klassischen Industriedesign keinerlei Relevanz hatten. Also, da war vielleicht noch Ikonografie, dass du also weißt, okay, der große Schalter ist für die Lautstärke und der kleine Schalter ist für an, aus oder so, Mhm. aber das war's dann aber auch schon. Sonst war das alles
schwarz-weiß oder grau erledigt. So, das war gut, der Ramsat war, oder der Loops war das, glaube ich, der hat ein paar Kaffeemühlen auch in Rot gemacht, aber das war's Eine dann. ganz kurze Phase. Es gab diese bunten Kaffeemühlen, so, Mhm. das war aber da kam schon der VDID hier und hat schon den Maßstab angesetzt, so. Das ist mir noch gar nicht so bewusst geworden, aber es ist klar, die Hochschule für Gestaltung Ulm hat auch kaum Möbel entworfen, Ne, sondern da ging es letztendlich, wir wollen jetzt wirklich die industrielle Massenfertigung gestalten und dann wird eben lieber über die Gestaltung einer Tankstelle nachgedacht, ja. als über die Gestaltung. Hat man das Wohnen vergessen da in den 60er, die 50er Jahren? Ja, das lief so irgendwie mit. Da ist man halt in 'nen Einrichtungshaus und hat dann irgendwie es gab bestimmte Moden, dann gab's auch entsprechende Zeitschriften, so Film und Frau und so weiter und Architektur und Wohnen, schöner Wohnen. Ja gut, das war ja auch klar definiert, die Bereiche. Dann ist es so hier, dann gibt's das in Brokat, in Barock und in Modern, in Grau und so weiter. Und das war's dann aber. Also, das war jetzt kein Bereich, über den irgendwie, so eine Art, Selbstverständnis oder Identifikation, die sahen ja auch alle gleich aus. Ich meine, heute hast du Zeitschriften wie Appartamento oder so, wo die Idee des Interieurs ja ganz anders definiert wird als damals. Es waren repräsentative Räume, man hatte das Wohnzimmer. Im Grunde genommen war das genauso stur und starr wie um die Jahrhundertwende, also vom 18. ins 19., vom 19. ins 20. Jahrhundert. Sonntags wird der Tisch gedeckt und da kommt gute Service raus. So, und das war meine Eltern, die war ein klares Wohnzimmer und das stand dann da. Das wurde etwas aufgebrochen über die Fernseher dann so, dass man eher dann mal dann natürlich, es gab diese Phase Pop-Art 60er Jahre, war ja dann Kolani mit seinem Pool und so weiter. Und dann, das war dann schon eine etwas andere Nummer so. Das war aber von unserer Zeit schon wieder, da war das schon wieder weg. Also gut, es gab ja Pantone und so, aber das war dann mehr so Pop-Art und da flammte das mal kurz auf. Aber im Grunde genommen das, was die Schulen, die meisten Designschulen, oder die wurden ja dann auch erst später in den 80er Jahren Mhm. ins Leben gerufen, ne? Also gut, es gab natürlich diese klassischen Kunstschulen, aber das war, wir haben ein bisschen mit Schmuck und so weiter gemacht oder mal ein Lämpchen, aber mal ein Dekor für eine Tapete. Aber im Mhm. Grunde genommen war das jetzt keine Disziplin, die eine große Relevanz hatte. Also, die auf dem Radar also, wie gesagt, ich wäre nie auf die Idee gekommen irgendwie, das war nie ein Thema, Design oder so. Es war dann Architektur, das hat man dann gemacht. Und da gab es dann auch ein Fach Möbelbau. Mhm. Also, das gab es dann schon, aber das waren dann Regalwände so. Mhm. Dann hat man das und das war es dann im Grunde genommen. Das war sehr, ja, sehr uniform im Grunde genommen, also sehr schmaldimensional. Wenn man jetzt das italienische Design der 80er Jahre mit dem deutschen vergleicht, da gibt es ja auch den großen Vorteil, dass in Italien sich letztendlich alles in Mailand konzentriert, weil es die Ja, Hauptstadt ja, des italienischen Designs ist. Wir haben diese Hauptstadt nicht. Hier war es verteilt auf Hamburg, Berlin, Düsseldorf, bisschen Frankfurt, bisschen München. Was war das Verbindende dieser Bewegungen, die ja zum Teil dann, wie du vorher auch schon gesagt hast, eigentlich zufällig festgestellt haben, das war da mehr oder gibt es weniger, ja, man gibt's ja kannte Leute, sich. die nicht ticken wie wir. Ja, ja, das war schon bemerkenswert, dass man gesehen hat. Also, ich lebte ja zu dieser Zeit, in Düsseldorf und, da gab es dann ein paar, da gab es die Kunstflieger, die haben ein bisschen was gemacht. Ich habe ein bisschen was gemacht. Und dann Sinuga. Sinuga hat viel gemacht und dann waren die, Kölner dann, Pentagon, die haben ein bisschen was gemacht. Und das hat sich dann so angenähert und man hat dann irgendwann und dann gab es natürlich zu dem Zeit war schon die Galerie von der Claudia, die hatte schon, 'ne starke Bedeutung. Dann kam noch der Borngräber hinzu, der das dann auch sehr genau beobachtet hat und der sich dann auch dazu bekannt hat, der sich dann auch theoretisch damit auseinandergesetzt hat.
Und dann hat man in Berlin passierte ja dann auch sehr viel. Da waren dann die Bellefars, also Randolini, Staniszek, der Herbert Weinand war hier, der Stiletto war hier und die kamen ja teilweise auch von der Kunst oder haben eben in der UDK, in der HDK, hieß das, glaube ich, damals noch, haben die. Und dann hat man gesehen, dass die Formalien, also die Art und Weise der Äußerungen, dass das sehr ähnlich war. Also die waren jetzt überhaupt nicht mehr so bunt wie die Italiener. Also es war eine ganz andere Materialität wie die Italiener. Es war rohes Holz, es war Beton, Stein, Stahl, die Formen waren anders, die Titel waren anders. Also es war ja auch immer wieder diese Ironisierung. Und es war schon sehr deutlich zu erkennen, dass gerade in diesen Großräumen, also Köln, Düsseldorf, Hamburg und Berlin, das waren eigentlich die Hauptzentren. Also Stuttgart und München, die waren eher so ein bisschen postmodern geprägt. Also das war eher ein bisschen schon bayerisch-württembergerisch. Also das war schon, gut, es gab da den einen oder Schmidt und Stemmern, aber das war schon eine andere Abteilung. Also das ging schon fast ins Österreichische hinein. So, das war dann auch mit Silber und so. Also von uns wäre keiner auf die Idee gekommen mit Silber oder. Ich war ja dann später mal in so einer Ankaufskommission von Fondation Nationale des Arts Contemporains. Und dann hatten die mich eingeladen, das war Anfang der Nullerjahre oder so. Und das Treffen war dann zweimal im Jahr, oder 90er war das noch. Und ich war da 3 Jahre drin und zweimal im Jahr traf man sich und dann haben die immer besprochen, die hatten einen unglaublichen Ankaufsetat, mehrere hunderttausend, also hat man hier nur geträumt von. Und dann haben die äh, mich dann auch gefragt oder ich sollte dann auch Beispiele bringen, so aus Deutschland und so weiter. Und ich weiß noch, als ich dann das erste Mal dann da war, als ich das erste Mal so eine Sammlung dann vorgestellt habe, so eine Kollektion, dann hatten die vorher dieses französische Philippe Starck und Italiener Pesce und dann Sylvain Dubuisson mit Sterling Silber, der hatte dann so Obstschalen, dann so ein unglaubliches, was ist das alles, so ein Glas. Und dann hatte ich in meinem Portfolio hatte ich unter anderem den Betonfreischwinger von Heinz Landes dabei. Und dann habe ich das dann da gesagt. Und in dieser Kommission, das sind so soignierte Museumsdirektorinnen aus Frankreich, Leiterin des Glases und so Jugendstil und Daum und was weiß ich alles. Und dann ich hatte fast, oh Gott, dachte ich, jetzt hier Dubuisson und dieses. Und jetzt kommst du mit diesen Betonbrettern hier an, so und so. Und dann habe ich das da gesagt. Da guckten die das und dann sahen die das. Das sagte die eine, Hellfaust! Also die war richtig, die waren richtig übermannt. Also und die fanden das richtig super. Ja. Und die sagten, also weil das ja wirklich, das war ja was völlig anderes so. Und das war, glaube ich, auch über diese und die wirklich jetzt dezentral hat sich das ja alles entwickelt. Also ich hatte ja, als ich meine rot-weißen Leuchten oder meine Sitzgruppe Römerberg oder Werner Bluth oder was weiß ich oder Brando oder Stiletto, man hat sich ja in keiner Weise, es gab ja auch keine gemeinschaftliche Manifeste oder so. Es gab dann mal früher den Jochen Groß, aber den kannte man auch schon nicht mehr mit seinem Reifensofa. Das war ja schon 70er, das war ja schon lange vorbei. Und dann hat man gesehen, ja, das ist ja doch sehr nah beieinander irgendwie. Also wir haben ja irgendwie, und dann merkte man, wir fahren alle auf der gleichen Autobahn so ungefähr. Also und das ist was anderes wie in Paris wohnen sie alle im Marais und wenn du siehst, Philippe Starck und Szekely und Caruso Bonetti und das wirkt schon sehr prägend und das wurde mir dann auch sehr klar, dass das natürlich auch schon eine enorme Ausstrahlung hat, also gerade wo wir uns bewegen, also gerade diese westdeutsche, das waren ja hauptsächlich diese bundesrepublikanische Ästhetik, die hat uns schon die Mitscherlich, das hieß übrigens die Unwirtlichkeit der Städte. Also das war schon
das war schon das war's im Grunde genommen. Und da hat sich das irgendwie aus dieser Sichtweise, und da habe ich ja dann auch dann diese Ausstellung gemacht, dann bewusst einfach, und wenn du das durchblätterst, dann das sind 40 Leute und das ist im Grunde genommen ist das wie aus einem Guss, wenn du sagst, das sind 30 verschiedene Designer, das glaubt man gar nicht. Und in Italien hast du halt diese Gruppen, Alcimia und Memphis und vielleicht noch ein paar Einzelkämpfer, aber im Grunde genommen sehr ähnlich so, Mhm. ja. Wenn man sich den Brustsessel anschaut, den hat der Mendini zunächst wirklich ausschließlich als Einzelstück konzipiert Ja, und dann auf Wunsch von einigen Freunden entstand eine Kleinserie von 10 bis 20 Stücken. Und dann ab Mitte der 80er Jahre waren die Produzenten hinter ihm her und wollten das in Serie produzieren. Und er hat sich, glaube ich, 92 dann rumkriegen lassen, dass das Ding wirklich in Serie gegangen ja, ist. ja. Wenn man sich im Vergleich dazu das neue deutsche Design anschaut, das hat es nie geschafft, in Serie zu Ne, gehen. Und anders gesagt, eben während dann offensichtlich eine breite Käuferschaft in den 90er Jahren da war, die den Proust haben wollten, verschwindet das neue deutsche Design in den 90er Jahren fast vollständig. ja, das ist richtig. Es gab bestimmte, äh, ich sage mal, Charaktermerkmale des deutschen Design, die sozusagen dann weitergelebt haben. Also so, ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass so Leute wie Eislinger, das ist dann die nächste Generation, oder auch der Konstantin, die ja zumindest was so die Materialität, anbelangt. Also schon in einer, oder der Axel Kufus, also der hat ja dann dieses FNP gemacht, der ja auch im weitesten Sinne dann, der Axel war ja einer der wildesten überhaupt, Mhm. der hat ja Dinger gemacht, den hatten wir in Wunden von Sinnen. Und ich weiß noch, wie wir die Mappe von ihm aufgenommen haben, aufgemacht haben mit diesem Waschbürstensessel oder Kellerfensterschrank und so. Das war ja schon, das ist ja super und toll. Und der war ja dann durchaus auch erfolgreich. Gut, der Moormann hat das aufgegriffen. Und das war so im Grunde genommen diese brutalistische Materialsprache, die hat sich dann schon hinübergerettet. Also das war jetzt auch, also ich war jetzt in Mailand, da hatte der Konstantin, der hat so eine neue Firma gegründet, 25 kg. Der ist jetzt 25 Jahre, hat er sein Industrial Design, Konstantin Kricic. Und dann ist dann so dieses Gewicht ist also 25 kg, Konstantin Kricic, und dann ist aber auch die Jahreszahl. Und dann hatte er, äh, der hat dann zwei Möbel präsentiert in Mailand. Und die heißen beide Think, also Ding 1 und Ding 2. Und das ist eigentlich so der Thing One. Äh, Das ist wirklich Stahl oder Alu. Das ist ein reines Gestell. Also es ist eigentlich nur so eine Steh-Sitzhilfe so. Und das steht in gewisser Weise, also ich will dem jetzt das um Gottes Willen nicht unterstellen, dass er sich da, aber das ist schon eine Denke, die von der Denke unserer Generation nicht so weit entfernt ist. Also das ist jetzt auch nicht dekorativ oder bunt oder barock oder sonst was, sondern das ist jetzt sehr konzentriert, sehr streng. Also es gab ja dann auch zum Beispiel so ein Regal vom Laubersheimer, dieses gespannte Regal, Mhm. das ja durchaus auch kommerziell durchaus erfolgreich war. In Deutschland war halt auch so ein bisschen das Problem, und da haben die Italiener schon einen gewissen Vorteil. Also wir haben ja über Arbeit und so weiter gesprochen, über Gismondi. Das waren ja so Firmen, oder Alessi, die dann wirklich dahinter gestanden haben, die dann die Leute auch ermutigt haben und haben gesagt: „Gott, ihr müsst“, und das gab es in Deutschland nicht. Also die deutschen Hersteller, ich weiß nicht, was war, es gab nie irgendwelche gravierenden Kontakte zu so einem, gut, der Fehlbaum hat mal mit Gin Banda hat mal diesen Mhm. Tabula Rasa gemacht, oder Martin Hocker von denen. Die hatten auch noch mal so einen Link zur Serie, aber unser eins, also ich hatte mal kurz mit Beefeplast Kontakt. Die hatten mal überlegt, von mir was zu machen, aber deutsche Designer, deutsche Firmen, null. Es gab jetzt, haben sie alle, ich weiß nicht,
haben sich auch nicht getraut irgendwie so. Die hatten auch nicht dieses, Selbstverständnis dann also vielleicht der Braun mit den Türklinken so, dass er gesagt hat: „Gut, hier, ich mache mal was mit dem Jasper.“ Der hat ja dann auch junge Leute geholt. Mhm. Aber der Meyer Eichen hat's probiert, später mit Authentics so 'n bisschen. Aber das war dann auch, ja, auch nur sehr von kurzer Dauer, so, warum auch immer. Aber so wie in Italien diese Verbindung, dass sie gesagt haben, ja, dass die wirklich gesehen haben, Perspektive auch für die Weiterentwicklung des Interieurs, des Möbeldesigns, des Marktes insgesamt, das gab's in Deutschland nicht. Also, da war sehr, sehr bieder, so sehr die haben sich nicht getraut. Also, das waren so klassische Firmen wie Interlübke oder so, die ich glaube, die konnten das auch nicht so richtig einschätzen, was passiert da. Ich meine, gut, es gab dann Ritzenhoff mal so mit so Gläsern oder so, die schon einen phänomenalen Erfolg dann hatten, aber im Möbelbereich, Interieur, eigentlich null. Also, ich finde es faszinierend, dass du Gritschic und auch das Kufus-Regal als Fortsetzung eigentlich des neuen deutschen Designs siehst oder letztendlich als Erbe. Ja, also, Spurenelemente, sagen wir es mal so, die Weil es gibt ja auch diesen Begriff dann der neuen Einfachheit, ja, ähm, neue oder Bescheidenheit. neue Bescheidenheit. Das ist ja eigentlich fast, 'ne Ohrfeige fürs neue deutsche Design nach dem Motto: „Ihr wart unbescheiden, jetzt Ja, müssen wir wieder bescheiden werden.“ ja gut, also ich dachte mal, ich habe das natürlich, es war da irgendwie war da mal so ein Artikel in der im FAZ-Magazin, ich weiß nicht, dann wurde das definiert und dann wurde das dann auch, ja, dann Moormann war natürlich exemplarisch dafür, die Sachen. Aber wenn du genau hingesehen konntest du das schon, es war jetzt weniger ironisch, es war schon seriöser und aber so die Materialsprache, wenn ich jetzt an Leute wie Thomas Wendland oder so, der so Stahltische damals schon in den frühen 80ern gemacht hat, das war schon sehr, sehr nah dran. Also, es war jetzt vielleicht 'n weniger, das deutsche Design war ja sehr geprägt auch von dieser Ready-Made-Kultur. Also, das war dann so, die dann irgendwas genommen haben. Also, Spitzhacke von Axel Stumpf, ein fantastisches Teil. Im Grunde genommen gab's nur 2 Stück von, hat er nur. Und auch meinetwegen der Stiletto, das war schon gut, aber war schon, aber es waren alles mehr oder weniger Ready-Mades und diese neue Bescheidenheit hat wieder, glaube ich, versucht, das etwas, aus diesem Kunstkontext herauszurücken, dass man gesagt hat: „Gut, wir versuchen das mal jetzt disziplinierter auf, Tisch, Stuhl, Bank und so weiter, zu konzentrieren.“ Und das ist ja dem Nils dann auch sehr gut gelungen mit seiner Firma. Mhm. Gut, ich meine, der hat jetzt nicht wahnsinnig viele Knaller, aber der hat auch sehr mutig agiert. Also, der hat ja auch Dinger gemacht wie das, Regal Es vom Konstantin. Das war, als ich das gesehen habe, ich habe das auf der Messe damals gesehen, ich habe das wackelte. Ich habe sofort da habe ich gesagt: „Ja, sofort so ein Ding mir bestellen, ich will das haben. Ich werde 'n Artikel darüber schreiben“ und so. Und weil das wirklich unglaublich intelligent war, das Ding so. Ich dachte, das ist schon richtig gut. Und da ist leider zu wenig draus entstanden so. Und das gut, da gab's natürlich auch dann wieder wirtschaftliche Schwierigkeiten irgendwie. Es musste bezahlbar sein. Dann gab es natürlich die große Konkurrenz von IKEA, die dann im Grunde genommen, ich weiß noch, wie der Meyer Eichen, der hat dann seine Becher gemacht, war ganz glücklich und dann Mhm. kostete der Becher kostete 15 € oder was und dann kam der Koziol oder IKEA und hat's für 2 €. Dann konnte er sein Ding nehmen und konnte es wegschmeißen, so. Und dann war das Werkzeug für 100.000 €, ja, konnte er einen verschrotten, so ungefähr so, ja. Und das war natürlich, das das hat auch da mit reingespielt, aber ich sage mal, gerade so IKEA, gut, das hat jetzt nicht vom deutschen Design, aber die haben natürlich auch von dieser Bescheidenheit, von diesem Einfachen, gut, die waren natürlich vorher da,
darf man nicht vergessen. Aber die haben dann natürlich auch immer hingelinst, was passiert da. So, da gab es auch schon Korrespondenzen. Aber wie gesagt, die waren natürlich preislich, war das eine ganz andere Liga, als wenn du da in der Galerie so ein Spitzhacke-Tisch, 2000 D-Mark, Mhm. kauft dann auch keiner. Ja. Und wir waren natürlich dann auch mittlerweile in den 90er Jahren angekommen und es gab ein vereinigtes Deutschland. Das war nicht mehr die alte Bundesrepublik Das Deutschland. Da hatte stimmt. sich, glaube ich, in Deutschland einfach insgesamt Ja, unglaublich viel verändert, was das, natürlich dann auch für die Designer und für die Künstler auch eine ganz andere Grundlage und Auseinandersetzung bedeutet hat. das stimmt absolut. Das war ja dann auch, also wir haben ja dann auch, ich habe ja mit dem Christian Borngräber noch dieses Buch gemacht, Designbilanz. Und das ist ja 93 oder so ist das erschienen, 2 Wochen bevor der gestorben ist. Und wir wussten auch, das war's. Also wir wussten auch dann, dass jeder Witz ist erzählt. Wir waren ja auch immer ein bisschen lustig, so ja, echter Nepal-Teppich und so und so. Mhm. So, ne? Und das war ja dann auch gut, die Bescheidenheit, ja, also mehr so ein Marketing-Ding. Aber das, was ja dann mehr und mehr Bedeutung gewonnen hat, war ja, und das war weniger lokal oder national kontaminiert, das war ja dann das Autorendesign, das dann wirklich sehr äh, sich einzelne Persönlichkeiten über Jahre bis Mitte der Nullerjahre, bis Ende der Nullerjahre herauskristallisiert haben, die dann in den einzelnen Ländern, die jetzt Deutschland Konstantin, in England Ron Arad, Jasper Morrison, dann Mark Newson, dann die Franzosen, Caruso Bonetti und so weiter, die Italiener Santa Chiara, Japan später Nendo noch und Kawakubo mit Comme des Garçons, die hat ja auch so eine fulminante Möbelkollektion dann mal zwischendurch gemacht. Und das hat sich dann kam noch Hayon, das war dann später, das war dann schon ein bisschen, da wurde es schon ein bisschen, ja, ich will nicht mal sagen, dann verlor das auch so, sagen wir mal, von charakteristischer Kraft, wie sie jetzt so meinetwegen so ein Stark oder so ganz einfach gehabt haben. Das hatte das dann meiner Meinung nach so nicht mehr. Ja, und jetzt ist es halt so, dass auch das irgendwie so ein bisschen in die Jahre gekommen ist, auch das Autorendesign. Ich glaube auch, dass das heute nicht mehr die Rolle spielt in der neuen Generation, bis das bei uns, also bis Mitte der Nuller, Ende der Drohung, ganz, Ja. ganz deutlich noch. Also gut, die waren ja noch mal, das war ja noch mal so ein Riesending nach dem neuen deutschen Design, die aber im Grunde genommen, die vielleicht mehr verkauft haben als wir, aber viel mehr auch nicht. Also das sind natürlich jetzt Einzelpersönlichkeiten stärker noch hervorgetreten, Marcel Wanders oder so, das, wenn man die teilweise sieht. Aber ich habe letztes Jahr oder vorletztes Jahr habe ich den Theo Remy, ja gut, der kämpft auch. Dann habe ich gesagt, wie viel habe ich einen Stuhl von ihm gekauft, diesen Bambusschalenstuhl. Und dann habe ich gesagt, wie viel hast du davon? Ich sagte, das ist die Nummer 14. Also im Grunde genommen sind das dann auch Stückzahlen, die habe ich auch mit der Sitzgruppe Römerberg. Also das ist genau dasselbe im Grunde genommen. Ja. Und das ist auch gut, so Einzelne haben sich dann, viele haben eine Professur oder Hella ist dann bei Vitra oder Ineke hat eine Professur und so und macht dann auch ihre Kollektion. Aber ja, aber ich glaube für diese junge Generation, ich glaube, bis sich da wieder so ein klares Selbstverständnis im Design insgesamt, das dauert noch eine Weile, weil jetzt durch dieses Internet und durch diese ganze Digitalisierung und wie kommuniziert wird, da ist schon, glaube ich, da ist unheimlich viel im Gange. Also wie man den Tag gestaltet und dann laufen alle mit dem Handy rum und so. Und es Ja, ist so. Also schreit eigentlich danach, ja, ja, und da dass es passiert sich auch verbessert. was. Ja. Also ich habe das ja immer, wenn ich dazu gefragt wurde, ich habe gesagt, naja, es gibt so einfache Tagesabläufe, wenn du siehst. Also früher hat der Wecker geschellt, der hat dann irgendwo gestanden, hat der Wecker, dann ist man aufgestanden, dann ist man unter die Dusche. Dann hat man sich in die Küche gesetzt, hat sich ein Brot geschmiert oder einen Kaffee getrunken, einen Filterkaffee oder sonst was.
wie sieht das heute aus? Heute hast du das Handy, dann nimmst du das Handy, dann guckst du da rein, dann schreibst du schon die erste Mail, dann hüpfst du vielleicht noch unter die Dusche ohne Handy. Dann gehst du aus dem Haus, dann Du gehst liest die du Zeitung auf dem Handy? liest die Zeitung auf dem Handy, gehst irgendwo in die S-Bahn, kaufst dir ein Brötchen unterwegs, Zahlst mit dem Handy? zahlst mit dem Handy, bezahlst also bestimmte Dinge, die so feste Größen des alltäglichen Ablaufs, die gibt's gar nicht mehr. Die sind so nicht mehr existent. Also, ich muss ja dauernd jetzt ich habe jetzt zum Beispiel Hotel, ich bin nach Berlin gekommen, dann haben die mir geschrieben, online einchecken. Habe ich gesagt: „Ja, machst du das?“ Und dann habe ich dann Schlüssel steht parat und dann habe ich auch als Schlüssel jetzt hier Bluetooth, das war mir dann too much. Da bin ich dann in das Hotel: „Ja, Sie müssen die App runterladen.“ Da sage ich: „Ne, gib mir so eine Karte, das ist mir dann auch zu viel.“ Aber auch solche Abläufe, das ist alles, Fahrkarte, Ja. da bist du so wenn du so 'n Altsack bist wie ich, der so noch in so Analogien denkt und das ist für ich kriege das ja von meinen Söhnen teilweise erklärt, so wenn ich meinen Kleinen der spielt mir dann immer neueste Musik vor, dann haut er sein Handy raus, dann tippt er da im Auto und dann hat er das sage ich so CD, dass die überhaupt noch wissen, was 'ne CD ist im Grunde genommen so, ja. Ja. Und ich habe zum Beispiel ganz blöd, ich habe im Auto immer Hörbücher gehört. Also wunderbar, ich fand das wunderbar, dass ich mir irgendwo kaufe ich mir so 'n Schinken, dann lese ich den teilweise und dann fahre ich nach Karlsruhe oder sonst wohin, dann kann ich 2 Stunden Thomas Mann hören und dann kann ich das weiterlesen dann wieder. Das gibt da habe ich das Auto da habe ich festgestellt, das hat überhaupt kein CD-Player mehr. Da musst du bei Audi Dingenskirchen und dann musst du wieder das abonnieren oder so, das ist mir alles too much. Also, gut, es geht, es gibt Lösungen dafür, aber du musst ja dauernd irgendwie bezahlen mit dem Handy. So, ja, wenn du jetzt gehst du zum Aldi, Lidl-App, kriegst du's 10 billiger oder das ich sagte: „Wie bitte?“ „Ja, wenn Sie die Lidl-App haben, kostet der Spargel nicht 4,99, sondern 2,99.“ Da habe ich gesagt: „Ja, mit der App.“ Also, musst du aber das Ding dran halten und das sind natürlich Verwerfungen im Alltag. Ich meine, Design hat sich ja auch immer ist ja auch eine Disziplin des Alltags, ist ja immer auch eine Disziplin der Interaktion. Und, das sind natürlich völlig neue Szenarien, Umgebungen. Und früher oder später muss man sehen, wie KI kommt noch hinzu. Da weiß ich ja gar nicht mehr, was los ist. Und da wird es natürlich mit Digitaldruck, mit 3D-Druck und was, also, ich werde es noch mal erleben, aber vielleicht auch doch, weil es ja unheimlich schnell geht. Ja. Wir haben uns jetzt durchgekämpft Ich glaube schon, von ja. Mitte der 70er Jahre bis Ja, in die Gegenwart, wenn nicht ja, gar die Zukunft. ja. Vielen Dank für das super spannende Gespräch Ich danke auch. und ich hoffe, bald mal wieder. Ja, ja, wir bleiben in Verbindung. Ja, So ist es. so, gut. Also, Danke. vielen Dank an die Crew.